You're not just good at cooking, but doing the laundry too? You'll be a fine homemaker someday. Thanks, but just because I like doing chores doesn't mean I'm good at them. Well then, let me tell you the best dish, hands down, to win any man's heart. Meat and potatoes. I can make that easy. Except, no one ever compliments me when I do. What? That can't be the case. They say they want portions like foothills and meat that has juices running from it like a river. Ah, that makes sense. Young people and their appetites. Zur Hölle? Das klingt ja wie aus einem 5-Sterne-Restaurant. Apropos 5-Sterne-Restaurant. Wusstet ihr, dass es eigentlich keine ernstzunehmenden 5-Sterne-Restaurants gibt? Weil die einzig wahre Benotung für Köche oder eben Restaurants ist der Michelin-Stern. Und da gibt es nur 3, die vergeben werden. Das heißt, wenn ihr bei einem 5-Sterne-Restaurant wart, kann es beim Michelin-Stern trotzdem verkackt haben. When did you first start studying signaturgy? It's been so long I forget. At least since I was a kid. For me as well. Well, we might have more in common than I thought. Except for when it comes to our views on love. I'm going to plead the 5th on that. Okay. Irgendwie kommt mir das gerade so vor, als wäre es schon die 2., die ich schon mal hatte. Kann das sein? Oder habe ich einfach nur ein Déjà-vu? Schreibt mal in die Kommentare, ob ein paar Doppelte dabei waren, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. You know, you really are a beautiful woman, Anne. Huh? What's gotten into you? There are a lot of beautiful women on this planet, but none of them come close to you. Thanks? Beautiful and talented. I couldn't ask for a better subordinate officer. Write your own report, Captain Kenny. Flattery will get you nowhere. So geil, die hatten gleich durchschaut. Sehr schön. I see you're ogling the women like you always do. I don't have much choice in the matter. In outer space, it's a crime not to be married by the age of 20. Really? It is? But you're not married, are you? Members of the military are exempt. They sure have some strange laws in space. He's just making stuff up, Victor. Emerson, you bastard! Sorry, Victor, but you're so much fun to tease. You'll believe anything. Ja, das ist wahr. Da ist es schwer, sich zurückzuhalten. Having a hands-off superior has its problems, huh? What's the matter? I'm sorry. It's just that you reminded me of my own mentor. He prioritized his research over me and went off somewhere. That must have been rough. I still miss him. Ob wir den irgendwann... Oh nein! Das ist bestimmt ein Plot-Twist. Ihr Mentor ist bestimmt einer von denen, die Experimente an Relia durchgeführt haben. Oh shit, da kommt bestimmt was. Do you think you could win against a freak of nature that has 2 heads and 6 arms? What? Does something like that actually exist? Not only that, it's bigger than a castle. Bigger than a castle? That would make for a difficult opponent. Even if you took it on with a sword. It was a rough fight, no doubt about it. What? You beat it? Somehow. But then 3 more came after me. I had to keep ripping their flesh off and throwing it back at them. This story is too weird. Too weird to be true. Ja, Emerson würde ich auch nichts mehr glauben, unbedingt. Zumindest den letzten Part. Dass es solche Viecher gibt, glaube ich schon. You like talking about love quite a bit, don't you? Well, living organisms endeavor to beget progeny until the day they die. Unlike other animals, though, we don't do so instinctually. Why do you think that is? That's a rather sophisticated question. Human behavior is a complex and fascinating thing. It may not rival signaturgy, but I still think it's a fun topic to research. You have such a different perspective from me on this issue. Allerdings, Fiora hat generell eine andere Ansicht auf die Dinge als wir. You're not interested in anything but signets, are you? Signets are #1 on my list, but they're not the only thing I care about. With your talent, you could master all kinds of subjects. Just think about it. Are you complimenting me or recruiting me? I figured you might be interested, seeing as how you're such an inquisitive person. I'm intrigued. I'll give it some thought, sure. Please do.
I promise you, I can show you a bigger and better world than you could imagine. Das ist ein gruseliges Angebot, weil sie hier auf dem Planeten viel bewirken kann für die Zukunft mit ihrem Intellekt. Und natürlich auch im Weltraum, aber wenn sie hier fehlt, dann kommt es zu einem brachialen Stillstand. Und das wäre halt echt ein bisschen doof. Also, dass Emerson ihr das Angebot macht, ist nicht wirklich richtig. I must say, that game you taught me is quite interesting. Do you mean Polypong? Yes, it's both fun and incredibly strategic. So, what exactly is this Polly Pong? An interesting game. But what kind of game? Moment, das hatten wir doch auch schon, oder? Also da bin ich echt fast der Meinung, das hatten wir schon. Thank you so much for last night. I can't believe you just started playing a little while ago, Anne. You're too good. Too good at what? Polypong. Somebody please tell me what this Polly Pong game is. You needn't concern yourself with it because only women are allowed to play. Only women? Why'd you say that? Now I'm even more intrigued. Ja, warum musste sie das sagen? Polypong. Wer weiß, was das ist. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Huch, hier tauchen ja auch schon wieder neue Gegner auf. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oder haben die einfach nur schon wieder vergessen? Ich glaube, ich habe es einfach nur schon wieder vergessen. Ich hoffe, es sind nicht schon wieder neue Gegner. Wir sind übrigens endlich mal durch die ganzen Private Action durch. Bin ich nicht böse drum. Doch, ich glaube, die kenne ich schon. Ja, na klar, hier die Venom-Modifier. Klar kenne ich die. Das laber ich doch zum Schluss. Can't get any better than that. Hardly worth it. You have such a unique sense of fashion, Fiore. Really? Oh, I guess it's not as common here in Rasulia as it is in Langdok. Is that what everyone's currently wearing there? I'm trying to remember. Trying to remember? Warum weißt du das nicht, Fiore? Das ist irgendwie gruselig. Oh nee, oh nee, oh nee. So, jetzt sind wir wenigstens auf dem Passage auf der Cliffs. Und klingt das Französisch? Na, auf jeden Fall müssen wir hier jetzt irgendwo haben wir wieder Gegner der Tricurian Army oder so finden. Wenn wir ein bisschen Glück haben, diese komischen Laser-Oscillator. Das ist ja cool. Aber dazu musst du erstmal finden. Oh, ich glaube, da unten sind sie, weil da unten sind ja normalerweise keine Gegner. Das heißt, get into action, Jungs und Mädel. Ja, natürlich. Eidolon Survivor. Achso, gar keine Tricurian, sondern Eidolon sind's. Klar. Also wie Miki immer rumschreit. Holy shit. Nee, es sind die Gegner, die sterben. Ne? Oh, das ist ein Eier. Die haben ganz schön was ausgehalten, zumindest der gerade. A warrior must continue to hone his The more skills. skillful I get, the more charming. Toll, jetzt hat man meinen Kater im Hintergrund gehört, aber das war sehr niedlich. Kleiner Störung. Da hinten sind nochmal welche. Ach so, warte mal. Ich muss ja nur die Higher-Ups platt machen. Oder irre ich mich? 3 Higher-Ups. Alles klar. Aber da wir schon mal hier sind, können wir ja mal wieder unsere Special Skills so bringen. Das hätte ich jetzt gesagt. Engineering noch einmal. Und dann hätte ich sogar genug, um nochmal was hochzubringen. Compounding! Und dann können wir doch mal gleich schauen, was wir so Tolles kreieren können nochmal. Oh, Tatsache, da geht sogar schon was. Caterpillar Fungus. Toll, der einzige geht drauf. Oh, Wiederbelebungselixier. Das ist cool. Da gibt's nichts. Hier, Mental Stimulant. This is more fun than I expected. Relaxation Device. Alles klar. Oh, habe ich dafür ein Healing Device verbraucht? Nee. Ja, Gott sei Dank. Sonst kann ich hier nichts weitermachen. Musst du Krach machen, Süßer.
Juri ist am Spielen. Warte mal, essen konnte ich doch auch was machen. Ich habe vorhin nämlich einen Fisch gefunden. Aha! I'd buy it. Seafood Hotpot. Ah, von mir aus. Ach hey, hier stehen ja auch nochmal welche. Ich latsch mitten in die rein, bin total geistesabwesend, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Und dann sowas. Weißt du, was wir machen? Oh, Anne ist noch drin. Das ist gut. Warte mal. Jetzt, nee. So herum jetzt. Ja gut, ein paar hat so platt bekommen. Aber meine ist halt viel weitreichender. Miki ist natürlich auch. Und für Yours ist mir zu langwierig. Es dauert ewig, bis es wird. No! Just as I expected. Just as I expected. Aber ich habe jetzt ordentlich Knete bekommen. Aber ich hatte ja auch fast nur Vollbonus. Und der letzte Trupp ist, glaube ich, zumindest der letzte Trupp. Das kann auch nicht der letzte Trupp sein, aber ich kann wohl. Ich muss mich mit allen Mitteln platt machen. Ziemlich widerstandsfähig. Wow, und währenddessen haben sie die ganzen kleinen Fische platt gemacht. Krass. Nett. Also dadurch, dass sie sich natürlich auf die ganze Strecke hier verteilt haben, war es ein bisschen angenehmer, diese Quest. Ah, wieder ein Style. Schöne, angenehme, leichte Musik. Und vielleicht noch mal eine oder andere Private Action. Vielleicht hier? Nee. Schade, mit den Städten habe ich sie alle durch. Aber hier ist doch hundertprozentig eine. Ja, natürlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele. Bitte nicht wieder einzeln abklappern. Mehr, ich will mehr. 3. Das ist ordentlich. Fangen wir mal mit dem da unten an. Bestimmt Emerson. Ja, das sehe ich doch von hier aus, dass es Emerson ist. Riddle me this. When you clasp your hands in front of your chest, which of your thumbs goes on top of the other? The left one or the right? Was? Wenn du deine Hände auf die Brust legst. Welcher? Oder wenn du. Nee, wenn du die Hände vor der Brust zusammenschlägst, welcher Daumen ist weiter oben? Ach nee, wie zum Gebet. Wenn es wie vom Gebet ist, also so die Hände zusammenfalten, was Sinn machen würde, dann wäre es bei mir der linke. Oh, bitte lass es nicht falsch sein. I'm almost positive I'd put my left thumb on top. You're kidding. Your left thumb is the one on top? What's wrong with that? No, never mind. Just forget about it. Wait, what's the big deal? Now I have to know. Mm-hmm. The left hand, huh? Was zur Hölle? Wenn ihr die Hände zusammenfaltet wie zum Gebet, welcher Daumen liegt denn dann auf dem anderen? Bei euch? Schreibt's mir in die Kommentare. The climate here is delightful. It sure is. You know, before I left Sthal, I had no idea the weather could vary so much from place to place. Which type of weather do you prefer? Hot or cold? Jetzt war ich gerade versucht, das zu antworten, was ich mag. Aber was mag Anne? Anhand dessen, wie sie angezogen ist, würde ich sagen, sie mag es warm. Aber ich mag eigentlich weder noch. Anne, bist du mir böse, wenn ich keins von beiden bevorzuge? Ich mag weder kalt noch heiß. To be honest, I don't like either one. Then perhaps it would behoove you to live in a place without 4 seasons. Oh, you're right. I'd love it if every day was a warm spring one.
You're not much of an aesthete, are you? Oh, es war definitiv die falsche Antwort. Ich glaube aber, sie hätte das heiße Wetter bevorzugt. Something is thirsting for blood. There it is. What's wrong? Come get some. What are you doing, Victor? It's just a cat. Don't stop me, Miki. This is something I have to do for myself. Oh, wait, are you afraid of cats? I'll let it slide for today. Count yourself lucky, cat. You sound exactly like a sore loser. Mag keine Katzen. Victor, ich glaube, du musst leider für mich sterben. Ah. Wie kann man keine Katzen mögen? Oder sie jetzt zumindest so als blutrünstig sehen. Diesmal sind es nur 2. Anne will wieder was von mir. Fidel, is it true that you and your father are avoiding each other? Hä? Na. Also das würde ich nicht sagen und das würde ich nicht sagen. It's not that we hate each other or anything. It's just that, as a public official, my father feels that it's his sworn mission to protect as many people as possible. He began teaching me swordsmanship from an early age. Imparting these skills to me was his own way of telling me to protect myself. If that's the case, why can't the two of you get along better? Things will change once he stops being a military advisor. Good grief. Could those two be any more awkward? Ja. Aber so schlimm finde ich es doch gar nicht. Also Fidels Vater war zwar schon distanziert, aber jetzt nicht so krass, würde ich sagen. I don't like the looks of this. His skills are impressive. I wonder if he'd accept an offer to fight. Victor, he's an old man. What are you talking about? Please, don't be ridiculous, Miki. He's clearly the master of something. Well, he looks like an ordinary old man to me. I think he might be deaf. I knew it. He's just an ordinary old guy. So he thinks I'm not even worth glancing at, does he? Then I'll show him by training even harder. What the? Was zur Hölle? Ivo. Was? Ich glaube, Victor dreht langsam am Rad. Hat eine Love Potion nicht gut getan. Miki, Miki, Maus, wo bist du? Hat dich die Katz gefressen? Mit Emerson? Indulge me, Emerson. In your opinion, which planet of all the ones you've ever visited had the tastiest food? Food. Let me see. On one planet I went to about 6 years ago, I had some steak that was green. I don't know what animal the meat came from, but I do remember that it was very juicy and delicious. Green steak. I was trying to make you appalled, but you seriously want to eat green steak? I envy you so much. I really want to go to space sometime. Ja, irgendwann im Leben hat jeder mal den Traum davon, oder zumindest die kurze Vorstellung davon, wie es wäre, woanders, irgendwo im Weltall. Und er hat es eigentlich nur gesagt, um sie etwas abzuschrecken, aber es wurde mal ein Experiment gemacht, wo das komplette Essen von dem Menü eingefärbt wurde in den kunterbuntesten Farben. Und tatsächlich haben die Leute darauf reagiert, auf die Farben, und meinten, es schmeckt so und so. Dabei hat es ganz normal geschmeckt, weil die Zubereitung komplett gleich war. Ja, das Auge ist halt mit. Und bei Miki ist der gesamte Körper mit. Oh, diesmal ist es, glaube ich, Emerson. Tatsache. Oh mein Gott. Emerson. Kommt jetzt die Auflösung von dem Daumen. You like alcohol and women, right? If you also like gambling, you'd take the Triple Crown. I hate to admit it, but I do like to gamble too.
So I guess I do deserve the crown. Men are always ready to throw down whatever's in their pockets, it seems. I don't do that kind of gambling. At least not the kind with money, that is. I'm talking high stakes. I bet my life. That statement doesn't make you sound as stunning as you think it does. Gut, Miki, sehr gut.